Mein Name ist Chloe. Ich bin 33 Jahre alt und Mutter von 3 bezaubernden Töchtern. Sie heißen Emma, Grace und Luna. Sie sind alles für mich. Ich liebe sie mehr als alles auf der Welt. Das Leben war nie leicht. Meine Mutter starb, als ich noch ein Kind war. Mein Mann verließ mich, als Luna, meine Jüngste, noch ein Baby war. Er ging und kam nie zurück. Er rief nie an. Er schickte nie Geld. Er vergaß uns. Seit diesem Tag ziehe ich meine 3 Töchter allein groß. Ich habe keine Familie, die mir hilft. Ich besitze kein Haus. Ich habe keine Ersparnisse. Ich lebe in einer kleinen Wohnung in Willow Creek. Jeden Monat bezahle ich die Miete. Jeden Monat mache ich mir Sorgen. Ich habe keinen guten Job. Ich habe keinen Universitätsabschluss. Ich habe nicht viel Glück, aber ich bin stark. Ich gebe nicht auf. Ich arbeite als Reinigungskraft. Ich gehöre keiner Agentur an. Jeden Monat suche ich nach Häusern oder Büros, die ich reinigen kann. Ich bringe meine eigenen Arbeitsmittel mit. Ich arbeite den ganzen Tag, oft bis in die Nacht. Ich wasche die Böden, reinige die Badezimmer und bringe den Müll raus. Manche Menschen sind freundlich, andere unhöflich. Manche bezahlen nicht einmal. Aber ich mache weiter. Ich putze, weil ich Geld brauche. Ich muss Essen kaufen. Ich muss Kleidung für meine Töchter kaufen. Ich muss die Miete bezahlen. Ich arbeite, wenn ich müde bin. Ich arbeite, wenn ich krank bin. Ich arbeite sogar, wenn ich weinen möchte. Nachts sehe ich meinen Töchtern beim Schlafen zu. Ihre Gesichter sind ruhig, sanft und voller Frieden. Ich halte ihre kleinen Hände und küsse ihre Stirn. Ich flüstere, ich liebe euch. Ich träume davon, ihnen ein besseres Leben zu geben. Ich möchte sie lächeln sehen. Ich möchte, dass sie das haben, was ich nie hatte. Aber das Leben ist schwer. An einer kalten Nacht ging ich nach einem langen Arbeitstag mit meinen Töchtern nach Hause. Das Wetter war hart. Der Himmel war dunkel. Der Regen fiel stark und Eis bedeckte die Straßen. Emma hielt meine Hand ganz fest. Grace und Luna gingen dicht hinter uns. »Ma, mir ist kalt«, sagte Luna. Sie war erst 5 Jahre alt. »Ich weiß, mein Schatz, wir sind gleich zu Hause«, antwortete ich. Ich zog sie an mich und wickelte meinen Schal um ihre kleinen Schultern. Die Straße war still, die Straßenlaternen waren schwach. Meine Hände zitterten, während ich meine Töchter fest an mich drückte. Ich war nervös. Dann, in einem Augenblick, ein grelles Licht, ein lauter Knall, ein stechender Schmerz. Alles wurde schwarz. Als ich die Augen öffnete, sah ich eine weiße Decke über mir. Ich hörte ein regelmäßiges Piepen. Ich roch Medikamente. Ich war im Krankenhaus. Ich versuchte, mich aufzurichten, doch ein Schmerz durchfuhr meinen Körper. Mein Kopf war schwer, meine Arme waren schwach. Dann erinnerte ich mich an den Unfall. Meine Töchter, wo waren sie? Ich versuchte zu sprechen. Emma, Grace, Luna. Meine Stimme war trocken, mein Hals brannte.
Eine Krankenschwester kam zu mir. Sie sah freundlich aus und schenkte mir ein sanftes Lächeln. »Bewegen Sie sich nicht zu viel«, sagte sie. »Sie hatten einen schweren Unfall.« »Meine Töchter«, flüsterte ich. »Wo sind meine Töchter?« Sie legte sanft ihre Hand auf meine. »Sie sind hier, sie sind in Sicherheit.« Tränen füllten meine Augen. »Ich möchte Sie sehen.« Ein paar Minuten später öffnete sich die Tür. 3 kleine Gestalten rannten herein. »Mama«, riefen sie. Sie umarmten mich, küssten mich und hielten meine Hände. Ich brach in Tränen aus und hielt sie fest an mich gedrückt. Der Arzt kam herein, sein Gesicht war ernst. »Sie haben sich das Bein gebrochen«, sagte er. »Sie brauchen eine Operation. Sie werden Zeit brauchen, um zu heilen.« Mein Herz füllte sich mit Panik. Ich muss arbeiten. Ich muss die Miete bezahlen. Ich muss meine Kinder ernähren. Der Arzt schüttelte den Kopf. Sie müssen sich ausruhen. Dann traf mich etwas noch Schlimmeres. Die Reinigungsmittel, die ich mir von einer Freundin geliehen hatte, wurden bei dem Unfall zerstört. Und noch schlimmer, ich hatte beim Sturz die Schaufensterfront eines Luxusboutiquen beschädigt. Der Besitzer verlangte $20.000. Ich hatte nichts. Ich war am Boden zerstört. Ich verbarg mein Gesicht und weinte. Meine Töchter umarmten mich und weinten ebenfalls. Ich fühlte mich verloren. Ich hatte keine Hoffnung mehr. Am nächsten Tag geschah etwas Unerwartetes. Meine Geschichte verbreitete sich im Internet. Die Menschen sahen mein Gesicht. Sie sahen meine Töchter. Sie sahen, wie schwer das Leben gewesen war. Viele freundliche Fremde schickten Geld, um mir zu helfen. Dann erhielt ich eines Abends einen Anruf. Eine tiefe Stimme sprach. Ich habe Ihre Geschichte gehört. Ich möchte Ihnen helfen. Angst überkam mich. Wer sind Sie? Das werden Sie bald erfahren, sagte er. 2 Tage später kam eine Gruppe von Menschen ins Krankenhaus. Sie brachten Blumen, sie brachten warme Kleidung für meine Töchter. Dann kam ein junger Mann herein. Seine Augen waren voller Güte. Er lächelte sanft und setzte sich an mein Bett. »Sie kennen mich nicht«, sagte er, »aber ich kenne Sie.« Ich war verwirrt. »Warum wollen Sie mir helfen?« Er lächelte erneut. »Weil ich es kann.« Tränen liefen über mein Gesicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Er legte seine Hand auf meine. »Sie müssen nichts sagen.« Ein paar Tage später geschah etwas Unglaubliches. Der junge Mann und sein Team bezahlten alle meine Krankenhausrechnungen. Ich musste mir keine Sorgen mehr machen, aber das war noch nicht alles. Eines Morgens brachten sie meine Töchter und mich an einen neuen Ort. Es war ein Haus, ein großes, helles, wunderschönes Haus. »Das ist für Sie«, sagten sie. Ich blieb wie erstarrt stehen. Mein Herz schlug heftig. »Für mich?«, flüsterte ich. »Ja«, sagten sie, »Sie müssen keine Miete mehr bezahlen. Das ist Ihr Zuhause.« Ich fiel auf die Knie. Ich weinte und weinte. Meine Töchter weinten mit mir. Wir hielten uns ganz fest. »Ist das real?«, fragte ich. »Ja«, sagten sie, »es ist real.« Ich drückte meine Töchter an mich und flüsterte, »Wir haben endlich ein Zuhause.«
Eines Tages fragte mich der junge Mann: »Was ist dein größter Traum?« Ich wischte mir die Tränen ab. »Ich möchte eine Bäckerei eröffnen«, sagte ich. Er lächelte. »Dann lass es uns möglich machen.« Und er tat es. Ein paar Monate später eröffnete ich meine eigene Bäckerei. Die Luft war erfüllt vom Duft von frischem Brot. Warme Backwaren lagen in den Regalen. Die Kunden kamen lächelnd herein. Ich war nicht mehr nur eine müde Reinigungskraft. Ich war nicht mehr nur eine arme Mutter, die ums Überleben kämpfte. Ich war eine Geschäftsfrau. Ich war stark. Ich war glücklich. Ich werde diesen jungen Mann nie vergessen. Er hat mein Leben verändert. Er hat mir etwas Wichtiges gezeigt. Es gibt noch gute Menschen auf dieser Welt. Menschen, die dir helfen wollen. Und manchmal geschehen wirklich Wunder. Ich begann mit nichts, aber jetzt habe ich alles. Ein Zuhause, eine Bäckerei und vor allem eine glückliche Familie. Danke, mein lieber Freund, dass du für mich da warst. Deine Unterstützung bedeutet mir so viel. Ich hoffe, meine Geschichte hat dein Herz berührt. Erinnere dich daran, egal wie schwer das Leben erscheint, Freundlichkeit und Hoffnung können alles verändern. Bleib stark, glaube an die Güte der Menschen und verliere niemals den Glauben an eine hellere Zukunft.